Liebe Krebse, hier kommt eure Nachricht mit dem Lebensbaum für das Kollektiv der Krebse. Was darf ich euch mitteilen? Welche Energien sind verfügbar? Es kann ja sein, dass ihr sehr stark über Sachen nachdenkt, die ihr alleine wuppen müsst. Es kann sein, es geht um selbstständige Leute, es kann sein, es geht um Unabhängigkeit, es kann sein, es geht um Nähe- und Distanzthemen, es kann auch sein, es geht um den häuslichen Bereich. Möglicherweise möchtet ihr irgendwo auch flüchten. Der ein oder andere hat vielleicht Themen mit Ämtern oder Behörden. Ich habe sehr viel weibliche Energie um euch herum, ich habe sehr viel genesende Energie, ich habe aber auch die Verstrickungen. Aber hier ist an sich so eine Sache, wo man mit etwas Frieden schließt, vielleicht auch mit der Vergangenheit, wo sich Umwege, die ihr so fahrt, klären oder Auswege auch zeigen. Ich habe, dass eure Neubeginne oder alles, was ihr vorhabt, was im beruflichen Bereich ist oder auch an den Dingen, an denen man arbeitet, besonders gut dargestellt werden. Es kann jetzt eine Minimierung sein oder Wege, die ihr nicht mehr fahren müsst oder tatsächlich auch das Arbeiten mit heilsamen Energien irgendwo. Hier liegt eine berufliche Situation, die Glück mitbringt, die unter einem guten Stern steht. Es kann für einen oder anderen auch sein, dass er die Arbeitszeit verkürzt, dass er etwas Neues beginnt, das der Vitalität mehr entspricht. Und es ist auch langfristig. Einige von euch bearbeiten, ich sage extra, weil die Arbeitskarte liegt dabei, sehr viele Schattenthemen oder Konflikte mit dem Leben, mit der Vitalität, mit den Emotionen. Ich sehe auch bei einigen von euch so diesen Blues, die Abendstunden, das schlechte Schlafen. Dem einen oder anderen würde es hier gut tun, sich auszusprechen, Gespräche zu führen, die auch etwas von euren Emotionen offenbaren, etwas, was ihr zurückgehalten habt. Es können auch Gespräche mit Freunden sein oder mit Kollegen, weil wir haben den Arbeitsbereich sehr nahe. An sich ist es so, dass man sich hier auch öffnet. Das Öffnen ist, glaube ich, sehr wichtig. Dass man an neuen Dingen arbeitet, dass man nichts zurückbehält. Ich habe finanzielle Entscheidungen, die anstehen, finanzielle Klarheit, finanzielle neue Möglichkeiten, das Klären von finanziellen Dingen an sich. Das kann jetzt hier auch mit dem Beruf zu tun haben oder mit irgendetwas, wo ihr noch im Dunkeln tappt oder nicht so richtig die richtige Richtung gezeigt kriegt. Also das langfristige Planen mit den Finanzen. Es kann ja auch herausfordernd sein, aber ich habe, dass ihr da, wo ihr ein schweres Kreuz tragt oder wo ihr sagt, boah, die Wege, die mir gegeben wurden vom Schicksal, die sind schwer, die nagen an mir, die bedrücken mich. Da habt ihr die Wunscherfüllungskarte drauf. Bleibt ihr im Vertrauen. Für einen oder anderen gibt es hier Veränderungen im Arbeitsbereich mit den Verträgen, mit den Vertraglichkeiten. Das kann sein, eine Cheffigur wechselt oder ein Vorgesetzter bringt euch neue Möglichkeiten mit. Für die anderen kann es sein, sie bearbeiten Vaterthemen oder sie haben irgendwo in irgendeinem Bereich einen Berater, der ein bisschen mehr Leidenschaft ins Leben zurückbringt. Der ein oder andere reflektiert vielleicht auch vergangene Beziehungen, Vertraglichkeiten, Verbindungen. Für euch ist es sehr viel
wichtig, Leidenschaft ins Leben zu lassen. Das unten ist hier sehr schön. Ich habe euch im Prinzip, ihr habt Nähe- und Distanzthemen, das sieht man hier oben schon, das sieht man auch in der Wurzel. Ne? Da ist einerseits dieses Ding, man ist so mit sich beschäftigt, man kann unabhängig sein, andererseits braucht man auch Freundschaften, Nähe und so weiter. Der ein oder andere kann hier verreisen, man sieht einen Kurztrip, eine kürzere Reise, man sieht überall da neue Türen aufgehen, wo vorher Hindernisse waren. Es kann jetzt hier auch im familiären Bereich gehen oder überall da, wo er innerlich mit euch kämpft. Ihr müsst euch hier sehr sicher sein und ich glaube, das ist irgendwie mit ein Ding, ein Hindernis aus eurem Leben. Wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dann macht ihr es nicht oder so. Aber das ist etwas, was ihr hier auch bearbeitet. Ne? Ihr macht euch auf und öffnet euch. Hier ist auch nicht so viel die Begrenzung wie hier oben in den Gedanken. Und hier könnt ihr Hindernisse mit Leichtigkeit überwinden, wenn ihr euch traut. Ne? Ihr habt hier sehr viel kreative Lösungen. Hier ist auch dieses Ding, dass man Vertraglichkeiten, Beziehungen, Verbindlichkeiten ausgewogen hat. Das Ding ist hier vielleicht auch ein bisschen, wie bleiben mir meine Finanzen treu oder sowas alles, ne? Wie kann ich mein Leben gestalten, dass es meinen Wünschen entspricht und dass ich trotzdem versorgt bin. Und ihr habt dabei den Ibis mit dem Thema Weisheit. Ne? Ja, hier steht drauf, teile der Welt mit, was du kannst, was du weißt. Bring es nach außen, trage es nicht mit dir mit. Da ist sehr viel Weisheit in dir drin. Und im Prinzip weißt du, was zu tun ist, aber du bist unsicher und du möchtest so dieses hundertprozentige Kontrolle darüber haben, wie die Dinge dann auch laufen sollen. Das kann so ein Zwiespalt sein. Ich sehe hier auch wahnsinnig viel Erkenntnisse, Erfahrungen, Emotionen, seelische Angelegenheiten sich klären. Der Ibis möchte auch, dass ihr Kraftreserven mobilisiert, dass ihr wisst, dass ihr alle Hindernisse überwinden könnt. Das sieht man hier unten. Dass es Lösungen gibt. Hier beginnt auch etwas Neues. Vielleicht müsst ihr was aufschreiben oder euch mal von der Seele schreiben oder schreiben wird ein wichtiger Impuls sein. Und es ist irgendwie nicht nur ein Kreuz, das ihr ablegt, sondern es ist auch irgendwo eine Sache, wo man einen Neubeginn hat, der ganz anders ist, als dass man bisher die Dinge gelebt hat. Ne? Das sind tiefe Einsichten, neue Erkenntnisse, aber auch neue Aufgaben. Ihr dürft die Weisheit in eurem Herzen ausdrücken und auch leben. Wir nehmen mal noch einen Glücksimpuls. Das hier oben, das geht eventuell auch noch an Menschen, die sich zwischen zwei Stühlen befinden, die eine neue Beziehung haben und noch in der Vergangenheit hängen. Sowas alles kann es auch sein. Ihr habt den Joker im Ärmel, mehr brauche ich nicht dazu sagen. Also wenn Plan A nicht funktioniert, funktioniert Plan B. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.